Die Lage ist schwierig. Das ist keine Zirkus, das ist wahre, totale Krieg, muss man sagen. Ja, und die mh, Tragödie ist so groß. Ja, was soll ich sagen? Die Städte hier in Donbass und in anderen Regionen und Dörfern, die sehen nicht besser aus als bei Zweiten Weltkrieg. Nicht besser. Und zwar treffe ich mich mit meinem Freund Volodymyr Tkach, Hauptfeldwebel bei der Präsidentenbrigade und seit Beginn des großen Angriffskrieges 2022 bereits als Soldat an der Front. Mein Name ist Christoph Müller. Ich mache Videos für die Ukraine hier auf YouTube. Wenn Sie diesen Kanal mögen und unterstützen wollen, abonnieren Sie den Kanal, geben Sie ein Like und schreiben etwas in die Kommentare. My name is Christoph Müller. I make videos for Ukraine here on YouTube. Мені звати Christoph Müller, я знімаю відео для України на YouTube. Und das ist unglaublich. Dafür siehst du unfassbar gut aus, muss man wieder mal sagen. Volodymyr, wie Danke. machst du das nur? Volodymyr ist in der Nähe von Toretsk, Konstantinivka. Ja, genau so ist es. Danke, dass du dich mit mir heute triffst. Irgendwie hat das was Surreales, denn du bist jeden Tag unter Lebensgefahr. Und man muss eigentlich immer jeden Tag dafür, und das tue ich auch für euch beten, dass ihr nicht getroffen werdet von russischen Bomben oder Drohnen. Und Danke. es ist ein großes Wunder, dass du da bist. Wo genau bist du, Volodymyr? Ja, Also nicht ganz genau, weil das wollen wir nicht wissen, aber wir führen unsere Gespräche quasi immer zwischen Kramatorsk und Konstantinivka. und du Ja, ich bist da, setze in mein Auto und ja, das ist mein wichtigster Freund dabei. ja. Siehst du? Ja, Ja, der Bart, dein Maskottchen, das ist der genau, Hund. genau. Der Ja, Volodymyr hat einen ganz, ganz hübschen Husky, ist es, glaube ich, ein Husky-Hund zu ja, Hause. genau. Und der heißt Bart und das ist dein Maskottchen, dein bester Freund. Volodymyr hat auch eine Enkeltochter, die jetzt schon, wie alt ist deine kleine Enkeltochter? Genau zwei. Total süßes Kind und sie kennt nichts anderes als Danke. Krieg von Weitem und sieht ihren Opa sehr selten. Wie oft kannst du nach Hause gehen und deine Familie mal sehen? Ja, das ist nicht immer gleich. Manchmal kann ich so, sagen wir so, jede 4, 5 Monate kurz nach Hause fahren. Manchmal, so wie jetzt, wir dürfen gar nichts fahren. Wir sollten einfach hier bleiben. Deswegen, wann komme ich nächste Mal nach Hause, kann ich nicht sagen. Keine Ahnung. Ja, so ist es die ganze Zeit. Volodymyr, wie ist die Lage an der militärischen Front bei euch? Ja, Lage ist so wie letzte 1,5 Jahren sehr schwierig. Viel zu wenig Menschen, viel zu wenig wichtige Munition, muss ich so sagen. Wichtige Munition gibt es wirklich viel zu wenig und sehr wenig Menschen. Über erfahrene Menschen reden wir gar nichts oder kaum. Ja, das ist schwierig und so wie wir wissen, vielleicht Anfang Juni sollten wir auf eine russische Großoffensive bereit sein und die versuchen vielleicht, das, so wie die sagen, letzte Kampf führen. Sie versuchen vielleicht durch die ganze Frontlinie angreifen oder einmarschieren. Ja, ich, ich hoffe, das wird letzter Versuch. Von den Russen, ja. Genau. Was braucht ihr, also was genau könnten die Deutschen jetzt oder die Europäer jetzt tun, um euch besser zu helfen? Ja, wenn wir reden über Technik oder Munition, das ist natürlich, das sind Raketen, welche können über 500 Kilometer oder über 1000 Kilometer weit fliegen. Taurus. Ja,
diese Raketen, weil wir sehen, zum 9. Mai in Moskau könnte man ruhig Parade machen und ukrainische Armee hat keine Angriffe gemacht und so weiter. Dagegen jeden Tag, jede Nacht unsere Hauptstadt wird bombardiert mit Ja. verschiedenen Raketen, mit Schacheten und so weiter. Und nicht nur Hauptstadt, sondern andere Städte. Deswegen wir brauchen auch langstreckige Raketen. Mhm. Ja, und meine Meinung, man braucht viel, viel mehr, äh, so wie Panzergaubitze, so Großkaliber Artillerie. Viel, viel mehr, weil nur so kann man Russen tatsächlich stoppen. So sehe ich das. Ja, ja, das macht Sinn aus meiner Sicht auch. Volodymyr, in Deutschland ist eine ganz merkwürdige Diskussion. Wir haben hier auf der Seite der Politik große Verwirrung, Zurückhaltung, Ängstlichkeit und der nicht mehr vorhandene Kanzler Olaf Scholz hat das immer als Besonnenheit verkauft und hat gesagt, wir dürfen nicht eskalieren. Sein Gegner also sein Konkurrent Friedrich Merz hatte schon gesagt, wenn er Kanzler ist, wird er Taurus liefern. Und jetzt inzwischen wird von der Taurus-Rakete wieder nicht, also gesprochen soll ja eigentlich nicht mehr werden. Das ist gut, um den Feind, die Russen, in Unkenntnis zu lassen. Aber jetzt hat die SPD, der Koalitionspartner, schon wieder gesagt, also der Generalsekretär Matthias Mirsch, mit uns wird es keinen Taurus geben. Jetzt erwarte ich von Bundeskanzler Merz eigentlich ein Machtwort, der sagt, Mirsch, du hältst dich jetzt zurück und ich bin der Kanzler und überlass das mal Ja, mir, was passiert. Also er genau. muss ihm ein Machtwort sprechen und das ist nicht passiert. Seht ihr das in der Ukraine? Beobachtet ihr die Entwicklung, die in Deutschland auch stattfindet? Auch? Ja, das wird natürlich beobachtet. Nicht nur, was passiert in Deutschland, sondern alles, was passiert in Rumänien, in Polen bei dieser Präsidentschaftswahl und in Amerika sowieso. Natürlich, Taurus ist sehr wichtig. Das ist nicht das Einzige, was kann Deutschland liefern. Damit wird ukrainische Armee unterstützt. Und nicht nur ukrainische Armee, sondern demokratische Welt wird damit Ga, ga, unterstützt. ganz genau. Ja. Und so solche Leute wie äh, von SPD, das klingt wahrscheinlich nicht so ganz positiv, aber für solche Menschen, ich werde einen kleinen Rat geben. Sie sollten hier kommen. Sie sollten nicht in Berlin sitzen und Entschuldigung quatschen. Sie sollten einfach hier kommen. Ja, und vielleicht Sie können hochpersönlich mit Russen ein Gespräch führen und erklären was oder erzählen oder wie man will. Hierher kommen und selber alles gucken. Das habe ich noch zur Zeit von Maidan gesagt. Sie sollten einfach kommen. Mhm. Niemanden zuhören oder zugucken. Sie sollten hochpersönlich hierher kommen und dann man sieht selber, was passiert tatsächlich. Du hast gerade gesagt, sie sollen auch mit den Russen sprechen. Sollen sie das wirklich tun? Ja, sie sollten das versuchen. Vielleicht, dann kapiert man endlich, das geht nicht. Ich weiß nicht, ob die Vielleicht. das kapieren. Also wenn man jetzt Donald Trump sieht, der dann mit Wladimir Putin 2 Stunden gesprochen hat, dann hat er anschließend ganz genau 1:1 die Meinung wiedergegeben von Wladimir Putin. Also gut, das mag jetzt nicht, das liegt erstens an den Überzeugungskünsten von Wladimir Putin, aber vielleicht auch an der Intelligenz von Donald Trump, der sich dann so beeinflussen lässt, Ja, von wem auch immer. ja, lieber Aber Christoph, ich bin kein Arzt. Es tut mir leid. ja, äh, äh, also Mehr meine Meinung. nichts dazu. Wir in Deutschland haben so ein Mantra, eine mantraartige Formulierung, die heißt immer, Reden ist
1000 Worte sind besser als ein Schuss. Das stimmt vielleicht schon, das hört sich gut an. Aber ist es Ja, denn wirklich noch sinnvoll, mit solchen notorischen Lügnern und Tricksern und Täuschern wie den Russen und Mördern noch zu reden? Oder sollte man sie nicht einfach eindämmen und ausgrenzen und sagen, wir müssen euch auf euren Platz zurückschicken? ja, das ist eine gute Frage und historisch gesehen, man hat versucht, Leute aus Umkreis von Hitler irgendwie reden, aber das hat auch nichts gebracht. Also heute ist viel zu früh mit Russland zu reden. Mhm, Mit Russland kann man tatsächlich vielleicht reden, wenn die militärische Situation wird ganz andere. mhm, Zu dieser Zeit mit Russland zu reden, ist kein Sinn. Wir wissen alle Bescheid, was sie wollen, was Russen wollen. ja. Und die wollen nichts weniger, sondern genau das. Und ja, man kann tausende Stunden reden, ja, aber das ist nur Demagogie. Man wird immer wieder das Gleiche hören und Gleiche sagen. Aber das Mhm, bringt nichts. mhm. Außerdem, jetzt jeder Tag ungefähr, so quasi fast offizielle Meinung, jeder Tag verliert mein Land 1000 Männer. Jeden Tag. Ja, Wow. ja. Also, also über Zahlen darf man nicht so genau immer sagen. Das ist keine Spekulation oder sowas. Das ist von amerikanischer Pressezahl. Aber immerhin, jeden Tag. Und das ist Und eine vielleicht, das unfassbar. hilft etwas nachzudenken, ob soll man tatsächlich zu dieser Zeit reden oder was machen. Weißt Weil du, ich, reden und machen ist ja, was anderes. weißt du, ich denke, ich sehe, ja, das ist völlig richtig, was du sagst. Ich finde, was ihr als Ukrainer macht, ist das, was man gegen die Russen machen muss, nämlich kämpfen. Weil die Russen kämpfen ja auch, die schießen mit Raketen die bringen die Leute um und man kann einen Mörder nicht mit Worten stoppen, sondern man muss ihn mit Gewalt, mit militärischer Gewalt stoppen, also mit Gegengewalt. Das ist doch eigentlich eine ganz logische Sache. Und das macht ihr Ukrainer seit 3 Jahren beziehungsweise seit 11 Jahren in der Genau. besetzten Donbass-Region. In der Krim haben sich die Ukrainer kampflos zurückgezogen, weil sie so überrascht waren, aber im Donbass haben sie dann schon gekämpft. Also, und wir haben damals als Deutschland noch die Sünde begangen, Angela Merkel, und hat die Ukrainer gezwungen zu reden mit den Separatisten, die in Wirklichkeit russische Marionetten sind. Und also immer wieder dieses Mantra vom Reden. Und jetzt haben wir 3 Jahre diesen Krieg, diesen vollumfänglichen Krieg, und jetzt geht es wieder immer nur um Reden. Wir haben aber euch als Ukrainer als Prellbock vor der russischen Aggression. Und die erste Reaktion, die die westliche Welt gemacht hat, beziehungsweise die NATO oder Deutschland, nachdem der Angriff erfolgt ist auf die Ukraine, haben wir unsere Truppen ins Baltikum geschickt. Naja, weil das Baltikum NATO-Mitglied ist. Die Ukraine ist kein NATO-Mitglied. Genau. Und das ist die Schweinerei. Ihr kämpft, ihr seid am Kämpfen und wir bereiten uns auf einen Krieg mit Russland im Baltikum vor, anstatt dass wir euch jetzt schon in der Ukraine militärisch unterstützen. Und zwar nicht nur mit Waffen und Worten, sondern auch mit Personal. Das sage ich. Denn das wäre der einzige Weg, um diesen Krieg effektiv zu stoppen, dass wir euch wirklich helfen mit Personal. Also, wenn ich jetzt das sage, dann werde ich von ganz, ganz vielen Zuschauern, die das vielleicht sehen, hören, ab an die Front, Kriegstreiber und so. Das muss man sich anhören, natürlich. Aber ihr seid Ja, auch am Kämpfen. Volodymyr, du bist doch, ja, jetzt habe ich lange geredet, eigentlich solltest du reden, nicht ich. nee, ist so, alles okay. Ja, lieber Christoph, das ist tatsächlich so. Äh, keine will, ich will das nicht, aber wenn kommen Truppen von NATO auf ukrainische Territorium, ich weiß das nicht, aber ich glaube, es wird kein Mensch von NATO
hier kämpfen, sondern Ja. allein dieser Einmarsch in Ukraine wird für Russland bedeuten, NATO ist da. Und die werden dann klar verstehen, jetzt gibt es Krieg mit NATO. Und vielleicht, das stoppt etwas Russen, ne? Weil das wird klare Anzeichnung, wir sind da. Ja. Ja, das ist sehr wichtig. Ja, weißt du, Christoph, von 2014, ich habe es im deutschen Fernsehen immer gehört, diese total dumme Begriff pro-russische Separatisten. Ja, weil die Separatisten können nicht pro sein. Ja, die sind irgendwie Basken oder was weiß ich, egal was, aber nicht pro-russische Separatisten. Sowas gibt es nicht. Warum ich sage das überhaupt nicht? Weil ich muss klar sagen, das, was ist heute in Polen, in Deutschland, mit Bevölkerung, mit Politikern los, das ist sehr große Schuld tragen Medien. Weil Mhm. das, was kommt in Medien, das ist also gut gemessen 50% volle Quatsch. Also seriös das zuhören oder diskutieren, man kann nicht. Also wirklich nicht. Das ist unglaublich. Entschuldigung nochmal, das ist unglaublicher Quatsch. Und auf diese Quatsch wird man also immer wieder die ganze Bevölkerung, äh, wie heißt das? Wie heißt Für das dumm, auf Deutsch? für dumm verkaufen oder so, sagt man da. Ja, ja, und fest überzeugt davon, ne? Fest überzeugt davon. Ja, und so wie man sagte mir immer noch in 2014, ach Mensch, was mit eurem Krieg? Es gibt viel wichtigere Sachen, ja, in dieser Welt und so weiter. Es tut mir leid, meine Zynik, aber so leider ist das. Ja, ja. 1000 Männer pro Tag, 1000 Männer pro Tag. Männer und Frauen und Kinder dazu in friedlichen Städten. Ja, Da muss man etwas denken. ja, wir lassen euch wirklich allein. Es ist toll, dass es Leute gibt wie Ibrahim Naber jetzt von Welt, der jetzt auch da bei dir in der Nähe irgendwo ist, in Konstantinivka, Toretsk, oder Wassili Golod, der seit Kriegsbeginn für die ARD aus Kiew berichtet. Das sind fantastische Leute, oder Katrin Eigendorf vom ZDF. Fantastische Leute sind das. Aber insgesamt gehen diese Nachrichten bei uns hier in Deutschland immer wieder unter und viele Leute sagen auch, wir haben keine Lust mehr von dem Krieg ständig zu hören, können die nicht endlich mal aufhören zu Natürlich. kämpfen. Das brauchen wir alles nicht. Und das ist, es ist den Kopf in den Sand stecken und die Augen vor der Realität verschließen, dass diese Aggression Russland immer weiter marschieren wird. Aus irgendwelchen Gründen haben die Russen das Gefühl, sie müssen alle Welt mit Krieg überziehen, Hybrid oder mit Militär. Das muss gestoppt werden. Und ihr seid die Einzigen, die das wirklich tun und ihr braucht mehr Unterstützung. Ihr braucht alle Unterstützung. Alle, alle. Ja, wenn ich darf, ich versuche das zu formulieren. Das Wichtigste, was kann ein Mensch im eigenen Leben schaffen, trotz aller Katastrophen, alle Probleme und so weiter, die Menschlichkeit bewahren. Aber diese Menschlichkeit muss man auch schützen. Ja, das ist das Wichtigste, was kann ein Mensch in diesem Leben überhaupt nicht schaffen. Ich möchte noch mal Das, kurz an die, was du sagst, ja, das beeindruckt mich jetzt total, weil schau noch mal an die an die Zuschauer gerichtet. Schaut euch diesen Mann an, Volodymyr Tkac. Er ist seit 3 Jahren im Krieg an der Front und wir sehen hier einen Menschen, der menschlich ist. Er ist von Beruf Schriftsteller eigentlich und liebt seine Enkeltochter. Und er ist ein Mensch und es ist unglaublich. Volodymyr, ich wollte das nur kurz einschieben, aber ich habe dich unterbrochen. Erzähl weiter. nee, danke. Naja, das war's. Ja, ich weiß, das klingt einfach, ist total schwierig zu realisieren, aber wir müssen das versuchen. Wir müssen das versuchen. Und diese Menschlichkeit, sie braucht Schutz.
Und zwar nicht von mir allein oder nicht von uns beide, sondern für ganze, so wie man sagt, zivilisierte, moderne Welt. Ja, Da ist es. weil alles andere, diese Demokratie, Freiheit, das sind nur Wörter. Dann das Richtig. ist nur Illusion. Und wenn wir möchten, das irgendwann irgendwie tatsächlich haben, dann müssen wir alle zusammen, ohne welches Quatsch, das zusammen machen. Wir müssen diese Menschlichkeit, diese Demokratie schützen. Und zwar nicht nur mit Wörtern. Es tut mir leid, ich will das nicht, aber so ist es. Äh, Man darf 1000 Jahre diskutieren, das ist gut oder das ist schlecht, aber das endet nichts, weil das ist genau so, wie das ist. Punkt. Mhm. Keine 3 Punkte, sondern ein Punkt. Volodymyr, wir haben heute nicht ganz so viel Zeit wie sonst, leider, weil ich wieder weg muss. Und du hast wahrscheinlich auch viel zu tun. Ich will jedes Mal mit dir über die militärische Lage sprechen und wie es denn da so ist im Schützengraben und mit den Drohneneinheiten und dem ganzen Zeugs, was wir hier alles uns auch gar nicht vorstellen können. Ja, Okay, äh, dann ich, ganz kurz. Also, die russische Artillerie ist stark, mächtig und die tausende FPV-Drohnen, die funktionieren leider perfekt. Ja, wir verlieren jeden Tag mehrere Fahrzeuge mit Menschen zusammen. Ja, genauso passiert in Graben. Das ist rund um die Uhr Beschuss von verschiedenen Mitteln. Ja, oh, ja, das ist so. Das ist so. Man darf nicht so einfach durch Straße fahren, weil das kommt kommen. Das kann was fliegen, ja. Und das passiert jeden Tag, jede Nacht und so weiter. Das mittlerweile bei jeder normale Straße zwischen Städten stehen schon verbrannte Fahrzeuge und so weiter. Ja, vielleicht, das wird was für Realität helfen. Die Lage ist schwierig, das ist keine Zirkus, das ist wahre, totale Krieg, muss man sagen. Ja, und die mh, Tragödie ist so groß. Ja, was soll ich sagen? Die Städte hier in Donbass und in anderen Regionen und Dörfern, die sehen nicht besser aus als bei Zweiten Weltkrieg. Nicht besser, sondern viel schlimmer. Also oh, zerstört, muss man sagen. Zerstört. unglaublich. Ich habe Bilder von Toretsk heute, da gibt es nicht mehr. Und zwar keine Bäume, keine Städte und, Entschuldigung, keine Städte, keine Häuser, keine Bäume, keine Büsche, nichts, nichts. Katastrophe. Kannst Graue Müllkippen. Vielleicht Schutt, das wird Schutt, für Realität was helfen. Schutt halten. Was alles mal schöne Dörfer waren mit Menschen, die da gelebt haben, friedlich, Genau, die jetzt alle genau, komplett ruiniert sind komplett, und es geht einfach komplett, weiter und ihr versucht die aufzuhalten, diese Orks, die Barbaren, aber genau. ihr habt nicht genug Personal. Du bist mit deiner Einheit unterbesetzt, wie alle anderen Einheiten auch. Volodymyr, falls du mir noch Bilder schicken könntest von der Gegend oder von Leuten, ich weiß nicht, irgendwelche Bilder, die das noch zeigen, was du gerade Ja, beschrieben hast. ich versuche es zu sammeln sozusagen und schicke. Ja, ich glaube, das ist keine so militärische Geheimnis. Ja, ich mache das für dich und du sortierst selber besser, Ja, was ist. ja, ja, also so Ja, Geodaten oder sowas werden nicht veröffentlicht, weil die Bilder werden ja einfach dann im Video gezeigt ja, ja. später. Da werden keine Geodaten dabei Genau, sein. genau, genau, genau. Und Ja, noch 2 Wörter. Und dann, du fragst mich alles, was du möchtest. Also ich habe es dir erzählt. Vielleicht Ende dieses Monat kommt ein Buch bei Amazon, mein Buch in Deutsch. oh In ja, Deutsch, genau. ja. Ja, deswegen kann man auch kaufen.
ganz gerne bei Amazon und Ja. vielleicht es bringt was auch ein bisschen, weil keine Märchen ist tatsächlich Märchen. Ja, da kann erwachsene Mensch was besser verstehen, hoffentlich. Das war's. Fantastisch. Keine Werbung mehr. Na, das ist gut, Volodymyr. Hab ich ganz vergessen zu erwähnen, du bist Schriftsteller eigentlich im zivilen Leben. Und nochmal warum du so gut Deutsch sprichst, du hast einige Zeit in Hannover gelebt, bevor du wieder Ja, zurückgekehrt bist in die Ukraine. Okay, aber leider müssen wir heute jetzt ein bisschen früher aufhören als sonst. Aber es war wieder sehr, sehr schön, dich zu sehen. Gesund und danke. munter. Ganz von meiner Seite. Danke, lieber Volodymyr. Und Gottes Segen für dich und deine Männer. Und Danke. dass ihr bald Verstärkung bekommt. Und dass ihr mehr Sprich, Waffen bekommt. Sprichwort helfen, bitte. Ja, alles Gute. Slava Ukraini. Я думаю Herojem про слава. вас. Героям слава. Danke.